Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal für ein weiteres Video. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Start ins Jahr 2025. Meiner war eher semi-gut. Leider bin ich erkältet ins neue Jahr gestartet, so wie die News mit dem Bench kam dann auch noch kurz vor Neujahr raus. Also war es dann eher ein nicht so guter Start ins Jahr 2025, aber dennoch geht's Leben weiter. Und ja, wie ihr im Titel schon vielleicht entnommen habt, mache ich heute das Q&A-Video. Ich habe mir jetzt hier ein paar Fragen rausgesucht, die ihr mir gestellt habt bei Twitter und bei Instagram, und hoffe, dass ich sie euch so gut es geht beantworten kann. Klar, die meistgestellte Frage, warum hat Big dich gebencht? Ja, die ist natürlich auch mit drin. Die versuche ich so gut es geht zu beantworten im späteren Verlauf des Videos. Aber ja, fangen wir einfach an mit der ersten Frage von Max. Wie genau war dein Werdegang und Weg, bis du in Big gespielt hast? Also ich will jetzt hier nicht zu weit ausholen. Mein Werdegang davor war, also ich habe Counter-Strike Source gespielt, habe da schon EPS gespielt, also in der ersten oder besten deutschen Liga sozusagen, ersten Bundesliga, und bin dann gleich 2012 zu CSGO gewechselt und habe da auch so eigentlich ich glaube in der ersten CSGO-Season habe ich auch gleich die Finals geschafft in Deutschland, und ja, dann habe ich es eher ein bisschen so schleifen lassen leider, war nicht so motiviert, und bis 2016, wo ich dann so semi-pro war, da bin ich dann AdTex gejoint. Da kam dann alles wieder ins Rollen, und habe dann bis 2017 bei AdTex gespielt, und ja, während meiner Zeit in AdTex hatte ich meine Ausbildung abgeschlossen. Ich bin, wie gesagt, gelernter Bankkaufmann. Habe dann 2017 die Ausbildung abgeschlossen und bin dann seit 2017 Vollzeitspieler. Erst bei AdTex, dann bin ich Ende 2018 zu Sprout gewechselt, und ja, dann war ich dann ein Jahr bei Sprout, von 2019 bis 2020. Dann war ich 2020 bei Big, 3 Jahre lang, bis Februar 2023, und ja, habe mich dann dazu entschlossen, eine Auszeit zu nehmen, und bin dann bei Zero Zero Nation gejoint im Juni 2023 bis Januar. Genau, und dann im Januar 2024, Ende Januar bin ich dann wieder bei Big gejoint bis jetzt Ende 2024. Genau, das war die erste Frage. Die zweite ist von Kruzifix. Wolltest du immer AWP-Spieler sein oder bist du da so reingerutscht? Ja, auch eine coole Frage. Also wie gesagt, in Source war ich eher Rifle. Es gab in Source bzw. ESL dann immer diese 2-2-Ladders, die habe ich dann mal mit meinem Kumpel gespielt, und ja, da habe ich viel AWP gespielt, aber dennoch war ich Rifle. Auch CSGO war ich Rifle, war immer Entry-Fragger bis 2016, als ich dann zu AdTex gejoint bin. Selbst da war ich noch Rifle. Und dann als Key von AdTex zu Big gewechselt ist, ja, dann gab es halt irgendwie keine guten AWPs mehr, und da ich schon die immer so ein bisschen nebenbei gespielt habe, auch sehr viel in Pax und sehr viel früher, habe ich gesagt, komm, ich mache den Schritt jetzt und wechsle dann zur AWP. Bin dann 2017 zur AWP gewechselt und spiele dann seitdem nur noch AWP und ein bisschen Scout. Genau. Dritte Frage ist von Torben. Guckst du dir Gameplay von anderen Tier 1 Opern an und guckst du dir da was ab? Ja, selbstverständlich. Also ich habe da so meine Favoriten, die ich da ganz gerne gucke. Klar, als ich damals gewechselt bin auf die AWP von Rifle, habe ich viel Device geguckt, weil der hatte halt so alles. Ich wollte halt immer so einen guten Mix haben zwischen aggressiv und passiv, und da fand ich ihn halt immer am besten. Und ja, mittlerweile gucke ich auch gerne zum Beispiel m0NESY an, also ich identifiziere mich eher mit seinem Style mittlerweile. Klar, gucke gerne Brokey, m0NESY, ZywOo, obwohl ZywOo jetzt nicht so viel AWP spielt, aber dennoch hat er ab und zu ein paar geile Moves, so, wie ich finde. Also der spielt schon sehr schlau, also der hat schon richtig geile Sachen manchmal am Start. Also ich würde so sagen, ZywOo, m0NESY, Brokey. Aktuell, klar, in CSGO habe ich auch viel Simple geschaut, aber aktuell denke ich, dass das so eher die Tendenz zu den dreien ist. Genau, Nummer 4 ist von meinem Kumpel Bergi. Er fragt, wer wird denn das nächste Major gewinnen, wenn du es heute wetten müsstest? Also mittlerweile müssten, denke ich, alle Roster-Shuffles durch sein. Ich denke, zum aktuellen Zeitpunkt hat Vitality sehr gute Chancen, und meiner Meinung nach dahinter sehe ich sogar G2. Aber ja, es kann halt viel passieren. Es gibt viele neue Rosters, viele neue Cores, also das ist schon verrückt, was jetzt gerade im Januar passiert ist. Schade, dass ich jetzt leider bis jetzt kein Team gefunden habe, aber ja, wie gesagt, also ich denke, Vitality hat sehr gute Chancen, und dann meiner Meinung nach dahinter G2. Was denkst du über die deutsche CS-Szene? Ja, ich finde es halt irgendwie sehr schade, dass da halt kaum Spieler nachkommen. Beziehungsweise Spieler gibt, die ist halt auch schwer in Deutschland, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es wird jetzt nicht so hart supported. Von außerhalb vor allem, also wie gesagt, ich musste auch schon hart
dafür kämpfen und sehr, sehr viel Geld bezahlen, dass ich überhaupt bestes Internet bekomme. Also da fängt es schon an. Also das ist halt schon verrückt. Also es geht nicht nur darum, um die Spieler, es geht halt auch um das Ganze außen drumherum, dass Deutschland da wirklich nicht so viel macht und sehr hinterherhängt, was jetzt so online und internettechnisch und so die ganzen IT-Sachen. Ich glaube, mittlerweile sind sie jetzt besser geworden, aber ja, da fängt es meiner Meinung nach schon an. Und ansonsten, ja, es ist halt, die deutsche Szene ist so merkwürdig, würde ich sagen. Also viel Kontakt habe ich jetzt auch nicht zu deutschen Spielern, um ehrlich zu sein. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich jetzt sozusagen meinen Kreis habe, wo ich dann immer spiele und jetzt nicht irgendwie ja, sozusagen aus meinem Kreis rauskomme. Aber dennoch ja, kann ich jetzt dazu jetzt doch nicht so viel sagen. Genau, dann geht's weiter mit der 6. Frage. Warum warst du nie bei den Big Bootcamps? Also ich denke mal, die Frage ist darauf gelegt, dass ich 2020 selten bei Big Bootcamps war, weil ansonsten war ich bei jedem Big Bootcamp, was jetzt danach stattgefunden hat. Ja, 2020 war ja auch so Corona-Zeiten, da wusste auch keiner wirklich, ey, wie sind jetzt die Regularien, und ich hatte auch da persönlich Angst, weil ich wollte jetzt meine Eltern nicht anstecken, und es war auch zu dem Zeitpunkt keine Pflicht, zum Bootcamp zu sein, also es war auch freiwillig, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach zu Hause zu bleiben, weil es auch nicht forciert wurde, zum Glück. Und die Leute, die halt wollten, konnten hin, und die Leute, die halt zu Hause bleiben wollten, die blieben halt zu Hause. Ja, und dazu habe ich mich halt entschlossen, zu Hause zu bleiben, und dem ist nichts weiter. War jetzt nichts anderes, also war halt für jeden freiwillig hingestellt. Und ja, jeder, der wollte, konnte halt gehen. Dann die Frage Nummer 7 von King. Meinung zur AWP in CS2 verglichen mit der CSGO? Ja, also ich denke, die AWP in CS2 ist deutlich schwerer als die in CSGO. Erstens dadurch, dass dass das Spiel halt allgemein schneller geworden ist, dass die Leute jetzt viel strafen, und dass man da halt jetzt wirklich manchmal Probleme hat, ey, strafen die Leute jetzt, ey, mich weiter rechts für den Strafe, ey, mich weiter links, weil die Leute jiggeln. Und ich denke, AWP ist jetzt deutlich schlechter als in CSGO, und Dryheads und gute Entry-Fragger sind sehr, sehr wichtig. Und ich denke aber dennoch, als AWP kann man gut den Unterschied machen, wenn man immer noch sehr gut moved und immer noch da ist, wo man sein sollte und wo man die Reads hat. Auf jeden Fall meiner Meinung nach schwerer geworden. Die Nummer 8 von Nikolai ist, in was für einem Team außer Big würdest du gerne mal spielen? Ja, auch gute Frage. Also ich wollte schon immer gerne eigentlich mit Nico mal spielen. Der ist jetzt natürlich bei Falcons. Dennoch fand ich G2 immer allgemein diese Orga sehr cool. Auch allgemein, wie sie halt so sich präsentieren. Also würde ich sagen, eher G2. Genau, Frage Nummer 9 von Marvin ist, wie gehst du damit um, wenn nichts reingeht oder unter Druck? Also dadurch, dass ich immer sehr, sehr ruhig bin, beziehungsweise sehr so gelassen und sehr nach außen halt diese Ruhe ausstrahle, komme ich eigentlich relativ gut mit Druck klar. Also auch wirklich, wenn es jetzt richtig knapp wird oder irgendwelchen Klatschsituationen. Also ich hatte zwischenzeitlich immer so einen Ring um meinen Puls zu messen, und das hatte ich mal bei Officials an, jetzt zu Hause. Und ja, also ich hatte immer so einen Puls von 70, 80 so höchstens. Klar, manchmal ist er auch mal auf 100 gespiked, so, aber das war auch sehr kurz. Also mit Druck kam ich eigentlich mal relativ gut klar, und halt auch Officials, LAN-Games oder was weiß ich. Also da kam, wie gesagt, das war, ich denke, einer meiner Stärken. Und ja, wenn mal nichts reingeht, ja, das hat jeder mal, habe ich auch. Hatte ich auch mal eine lange Zeit eine Periode, wo das öfters der Fall war. Also das ist natürlich sehr mental, dass man das Spiel, also man muss so mental mit sich sehr hart kämpfen, dass man dann nicht so ein Loch fällt. Man muss immer, einfach gesagt als getan, man muss immer die Runde abschließen und eine neue Runde beginnt. Und weil man ist in der Vergangenheit, man kann es jetzt nicht mehr ändern, hat man jetzt einen Fehler gemacht, hat man verschossen, weil es scheißegal ist. Kann man nicht mehr rückgängig machen, und so versuche ich halt jetzt zu denken und dann einfach damit abzuschließen, weil man macht sich halt nur selber fertig und macht sich nur selber kaputt, und das bringt ja dann nichts für einen selber und halt fürs Team, weil man dadurch halt in so einen Strudel gerät, wo man natürlich noch mehr Fehler macht, wo man dann vielleicht etwas erzwingen will und dadurch wieder Fehler macht, und das ist halt so ein Kreislauf. Also wie gesagt, einziger Tipp ist, einfach die Runde abschließen und weiter geht's. Es gibt eine neue Runde, eine neue Chance, und klar, einfacher gesagt als getan, aber da muss man halt üben und geht halt in Practice Games, und ja, dann klappt das auch schon. So, Frage Nummer 10. Wie sieht die Zukunft aus? Ja, schwere Frage. Also aktuell habe ich bis jetzt noch kein Team gefunden. Ich hatte 1, 2 Gespräche mit Teams, aber es hat sich auch dann im Sand verlaufen, und jetzt irgendeinem Team joinen, um zu spielen, wollte ich jetzt natürlich auch nicht. Ich will schon wieder was haben, wo ich jetzt auch dran glaube, wo ich wieder den Spaß habe vor allem, und wo man sich auch einfach dann wohlfühlt. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, und deswegen will ich es nicht erzwingen. Und ja, mein aktueller Plan sieht halt so aus, ich versuche jetzt so lange, bis ich kein Team habe, weiter zu streamen, um mich dann fit zu halten,
mache nebenbei halt Content hier für euch, also nehme YouTube-Videos auf und ja, das ist so mein Ziel. Also ein bisschen Content, meine Marke, bisschen, was heißt Marke, mein Spieler, so Profil ein bisschen fördern, so content-technisch. Und ja, dann Frage Nummer 12 von Nils ist meine Bartroutine. Ja, aktuell ist die ein bisschen mau, ich weiß nicht, ob der jetzt so gepflegt aussieht. Ja, ich wasche den halt ganz normal mit Bartshampoo, gehe dann aus der Dusche raus, mache dann Conditioner rein und benutze Bartöl in den leicht feuchten Bart noch, der muss noch ein bisschen nass sein. Und danach föhne ich den mit so einer Bürste, versuche den halt glatt zu föhnen und ein bisschen so, dass er nicht so stiepelt und so ungepflegt aussieht. Ja, ist schon manchmal ein bisschen nervig so, aber habe ich mich selber jetzt dafür entschlossen, wenn ich den Bart so lange habe. Aber mehr ist es jetzt nicht. Einfach ein bisschen Bartöl rein, Conditioner, vorher ein bisschen mit Bart-Shampoo waschen und dann einfach glatt föhnen. So, Frage Nummer 13 von Dubi. Was war der lustigste Moment während eines Officials? Ich denke, das war damals, als wir die Deutsche Liga gespielt haben mit Big. Das war, was war das denn für eine Liga? Ich glaube, ESL-Meisterschaft. Da haben wir gegen Expert gespielt, also gegen Skrunk, Patrick und keine Ahnung, wer jetzt noch dabei war. Und die Deutsche Liga so, ja, das war jetzt für uns einfach nur so Bonus. Wir haben es zwar weitestgehend ernst genommen, aber ich glaube, da haben wir in dem Official, ich habe 3 Leute geneift und wir haben halt nur wirklich die Leute, das war Inferno, ich habe die Leute mit runter gespottet, habe die Waffe gesehen, dann kam eine Flash von T-Stairs, dann kam eine Flash von Falsche und dann sind wir mit Nai auf den drauf und haben den geneift und sowas, das war halt schon witzig. Ja, aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht so an so einen lustigen Moment während des Officials erinnern, weil Officials sind immer sehr seriös, weil wir wollen ja immer gewinnen. Ja. Genau, die nächste Frage. Was war der beste Moment meiner Spielerkarriere oder der Moment, wo ich jetzt am ehesten zurückblicke? Ja, ich denke, das war damals 2020, als ich Big gejoint bin, das erste Offline-Turnier. Das haben wir in Leipzig gespielt, das war DreamHack in Leipzig. Und ja, da ich hier aus der Nähe von Leipzig komme, waren halt Familie und Freunde da zum ersten Mal. Und dann sozusagen die Trophäe dann vor meiner Familie und Freunden hochzuheben, so, das hat mir schon sehr viel bedeutet. Das ist so der Moment, wo ich mich direkt zurückerinnere. Dann natürlich die erste Qualifikation zum Major, mein erster eigener Sticker. Das war auch schon nochmal was sehr Besonderes. Das ist so, ich habe so persönliche Ziele für mich gesetzt und das war halt einer davon. Und da war ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. Ja, ansonsten, wir hatten viele, klar, die ganzen Turniere. Platz 1 der Welt 2020, das war auch schon mal, daran werde ich mich auch immer zurückerinnern, als erstes deutsches Team sowas geschafft zu haben. Ja, und dann natürlich mein persönlicher Erfolg, Platz 10 HLTV-Ranking als Spieler. Das sind so die Momente, wo ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere und wo ich auch darauf hinarbeite, das nochmal zu erreichen. Vor allem als Spieler, ich denke, ich bin als Spieler noch nicht bei 100%, also ich kann noch viel besser spielen, als ich gespielt habe und als ich spiele aktuell. Und ich fühle mich noch sehr jung und ja, ich kann das noch alles, also ich glaube da fest dran, dass ich das alles noch schaffe und wieder in ein gutes Team komme und dann wieder halt voll angreife. Ne? So, die nächste Frage ist, was ist der Plan, wenn ich aufhöre mit CS? Wenn ich jetzt als Spieler aufhöre, gibt es natürlich die eine Option, Coach zu sein. Da habe ich mich jetzt noch nicht fest entschlossen, weil über sowas habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich versuche jetzt natürlich meine Marke Sirson halt ein bisschen zu pushen, 2025 contentmäßig, aktiver bei YouTube zu sein, aktiver bei Insta zu sein. Bei Twitter, ja, weiß nicht, Twitter oder beziehungsweise X gefällt mir jetzt nicht mehr so. Irgendwie ist es ein bisschen komisch geworden, die Plattform, aber ich versuche jetzt Instagram, YouTube, das ein bisschen mehr zu pushen und da sozusagen mich weiter zu steigern, halt, sei es jetzt Follower, sei es jetzt allgemein meine Reichweite, um halt dann später eventuell, warum nicht, halt auch davon leben zu können. Das sind so meine Gedanken. Und natürlich halt Coach, warum nicht? Man kann ja alles ausprobieren. Auf jeden Fall will ich halt nach meiner Spielerkarriere halt irgendwie dem E-Sports erhalten bleiben. In welcher Rolle? Ja gut, da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber ja. Genau so. Die nächste Frage ist von Crystal Chris. Was würde ich jetzt machen, wenn ich nicht Pro in CS wäre? Ja, wie vorhin schon gesagt, also ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann, also gelernter Bankkaufmann, aber ob ich jetzt in dem Beruf wieder arbeiten wollen würde, ist jetzt natürlich die andere Frage. Ich habe es halt damals gemacht, weil meine Eltern zu mir gesagt haben, ey, wieso, der Junge verdient jetzt Geld mit CS oder mit Computerspielen, hä, was ist das? Die haben gesagt, ey, mach bitte eine Ausbildung, wenn du die Ausbildung bestanden hast, dann kannst du machen, was du willst. Und ja, das habe ich halt gemacht. Ich hatte halt noch Ideen, halt irgendwie zu studieren. Ich hatte irgendwie immer den Spielen, halt Englischlehrer zu sein oder halt irgendwie Deutschlehrer, halt irgendwie allgemein Lehrer, vor allem an der Grundschule. Aber ja, das war halt nur so ein paar Spiele, aber richtig jetzt Gedanken so,
Was würde ich jetzt sein? Habe ich jetzt nicht. Also ja, vielleicht Bankkaufmann, vielleicht Lehrer. Aber ansonsten, ja, bin ich einfach CS Pro und bin auch sehr glücklich darüber, dass ich den Weg gegangen bin und dass alles so geklappt hat. Genau, so. Dann ist natürlich jetzt die allerwichtigste Frage, ich denke, worauf alle Leute jetzt hier gewartet haben. Warum hat Big dich gebencht? Ja, also wie gesagt, ich kann jetzt leider nicht allzu viel dazu sagen, weil ich muss jetzt schon aufpassen, was ich sage. Ich habe ja noch einen Vertrag, aber mein Vertrag läuft jetzt in den nächsten Wochen aus. Ich habe mit Big über eine weitere Zukunft gesprochen und war positiv gestimmt für eine Verlängerung. Big ebenso, aber dann haben sich scheinbar bei Big die Ansichten zum Jahresende geändert und ja, dementsprechend wurde mein Vertrag dann nicht verlängert. Mehr kann ich euch oder darf ich jetzt euch auch dazu leider nicht sagen. Also ja, mir sind leider ein bisschen jetzt die Hände gebunden. Vielleicht kann ich, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, euch da noch mehr Insights geben, vielleicht in einem zweiten Q&A. Aber ja, tut mir leid, viel mehr darf ich jetzt dazu nicht sagen. Ich bin jetzt weiterhin auf der Suche nach einem Team, möchte natürlich weiter Profi sein, möchte weiter spielen. Das ist ja meine Leidenschaft und das, was mir sehr viel Spaß macht. Also ich möchte ein geiles Team finden, wieder Turniere spielen, auch wieder verreisen, geile LAN-Turniere spielen. Also danach strebe ich und das sind meine Ambitionen und ja, das will ich einfach jetzt wieder machen und ja, deswegen bin ich jetzt auf der Suche nach einem Team. Gehen wir über zur nächsten Frage. Würde ich ein Fan-Meeting machen in Berlin oder irgendwo in Deutschland? Auf jeden Fall cool, so eine Frage, sowas freut mich, also wenn da Interesse besteht. Ja, aber ich bin mir, denke ich, sicher, also ich bin noch als Person viel zu klein. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt so viele Leute kommen würden, um jetzt sozusagen ein Foto mit mir zu machen oder Autogramm von mir zu bekommen. Klar, wenn jetzt da ein übelster Hype drunter steht und alles voll in den Kommentaren ist so und keine Ahnung, 100 Leute und so, dann kann man das schon mal machen, denke ich. Also das bricht mir auch kein Zacken aus der Krone, jetzt dann irgendwo hinzufahren und dann da sowas aufzuschlagen. Aber ich denke, ja, als Person vielleicht bin ich noch ein bisschen zu klein und zu unrelevant. Also, tja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht sind jetzt 1000 Kommentare, die alle einen Fan treffen wollen, dann sehen wir uns hier in Leipzig, in Berlin. Genau, dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Was ist deine Lieblingswaffe neben der Sniper? Meine Lieblingswaffe neben der Sniper ist AK, würde ich sagen, weil Scout zählt ja auch als Sniper, das ist eigentlich auch meine Lieblingswaffe. Ich denke, es ist eine Mischung aus AK und Deagle, obwohl ich sie weniger gespielt habe als sonst. Also nee, ich denke, ich habe schon mehr Rifle gespielt als früher auf jeden Fall. Ich versuche mich da auch reinzufuchsen. Ich war ja früher Rifle, aber dennoch habe ich sehr vermehrt IP gespielt. Aber ich denke, ich bin gut mit Rifle, mit AK, mit M4 und ich präferiere AK und das ist, denke ich, meine Lieblingswaffe neben Sniper. Und als CT, ja, ich spiele halt sehr gerne Charlie. 30er M4 finde ich ein bisschen scheiße, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mag ich überhaupt nicht die Waffe, aber ja. Die nächste Frage ist, was denkst du über Rigon als Teammate und als Spieler? Ich denke, er ist ein sehr, sehr guter Teammate. Er ist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Er konnte jetzt bei Big leider nicht alles, sein ganzes Können zeigen, denke ich. Also ich glaube, vielleicht haben auch dann die Rollen nicht so gut gepasst. Er ist wirklich einer der besten Teammates, die ich hatte. Ich war ja auch sein Roommate, wie ihr in den Vlogs auch gesehen habt. Ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Wir waren immer auf einer Wellenlänge, wir hatten immer so das gleiche Denken. Also wirklich sehr, sehr cooler Typ. Ich habe ihn sehr in mein Herz geschlossen und ja, ich hoffe, er findet natürlich so schnell wie möglich ein Team. Vielleicht kann man nochmal mit ihm ein Team uppen, ich mit ihm, mal gucken. An sich wünsche ich ihm natürlich alles Beste für die Zukunft, wirklich herzverdient und ja, sehr guter Mate. So, okay, dieselbe Frage habe ich schon ähnlich beantwortet. Mag ich die AWP in CS2 mehr oder weniger als in CSGO? Also hatte ich ja vorhin kurz beantwortet, also auf jeden Fall mag ich die AWP in CSGO deutlich mehr als die in CS2. Wann war der erste Zeitpunkt in deiner CS-Karriere, als du festgestellt hast, du könntest Pro werden? Ich denke, das war als ich 14 Jahre alt war. Kurze Geschichte dazu, ich war 14 und habe CSS gespielt. Es gab damals noch EPS, also ESL Pro Series, also wie Deutsche Meisterschaft. Und dann gab es noch eine Liga drunter, wie die zweite Bundesliga, die war schon zu damaligen Verhältnissen wirklich schon sehr, sehr gut. Und da hatte ich ein Angebot. Und als 14-Jähriger, da bin ich dann da in das Team gejoint und habe gemerkt, ey, das kann ich schaffen und ich muss da weiter am Ball bleiben. Und ja, dann einen Tag später wurde ich dann aus dem Team wieder gekickt, leider, weil die ESL dann festgestellt hat, ey, der Junge ist 14, das Spiel ist ab 16, scheiße, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann haben die Regeln geändert, haben dann in die Liga-Regeln reingeschrieben, dass Spieler, die 16 Jahre alt sind, hier in der Liga spielen dürfen. Ja, und dann wurde ich wieder rausgeworfen, aber in dem Moment habe ich halt dann fest dran geglaubt, ey, ich kann es schaffen und ich muss weiter am Ball bleiben. Ja, und dann habe ich es auch geschafft, bin mit 16 dann direkt EPS-Team gejoint, ja, und habe dann meine erste Season gleich gespielt.
Genau, so, das war die Frage. Ich glaube 3 Fragen und dann sind wir hier durch erstmal. Auch eine sehr, sehr gute Frage. Essen vorm Game eher deftig oder leicht? Also vorm Spiel würde ich natürlich immer empfehlen, eine leichte Mahlzeit zu essen, so dass ein bisschen was im Magen ist, wirklich nicht allzu viel, weil dadurch, dass ich halt auch so mit Sportpsychologen und so Ernährungsberatern gearbeitet habe oder arbeite, wurde mir immer empfohlen, eine leichte Mahlzeit vorm Game zu essen, sodass dass der Magen halt nicht während des Games so hart arbeitet und dass dann sozusagen das ganze Blut aus dem Kopf dahin fließt. Ob das jetzt alles so stimmt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ich habe mich immer besser gefühlt und wenn man eine leichte Mahlzeit gegessen hat oder wenn ich eine leichte Mahlzeit gegessen habe vorm Spiel, so, ich habe es natürlich auch mal probiert, ich habe auch mal richtig reingehauen und habe da mal gespielt, so, das war schon meiner Meinung nach ein Unterschied. Deswegen würde ich immer empfehlen, eine leichte Mahlzeit vorm Essen, irgendwas kurz snackmäßig, vielleicht auch mal nur ein Proteinbar oder eine Banane so. Wobei man auch mal aufpassen muss wegen dem Zucker, weil da gibt es ja auch immer Peaks und Lows und so. So, hast du deine Scout Blue Spruce immer noch? Ja, die habe ich immer noch. Ich denke, das ist jetzt so ein kleiner Status von mir und mir hat mal eine neue Scout geschenkt, wo ich auch sehr dankbar war, die ich immer noch in meinem Inventar habe und vielleicht packe ich sie mal aus, vielleicht auch nicht, mal gucken. Aber ich hatte die Scout sogar mal drin, die geschenkte, und ja, da ging nichts rein mit der Scout. Dachte, Alter, was ist denn hier los, ey, ist die kaputt oder was? Und dann habe ich wieder den Blue Spruce reingemacht und direkt, ich glaube, Ace gemacht. Und dann blieb die seitdem halt drin. Ja, die letzte Frage hier noch zum Abschluss ist Lieblingsparfümmarke und mein Lieblingsparfüm. Was ist mein Lieblingsparfüm? Xerjoff Naxos, das ist mein Favorite-Duft, würde ich sagen. Dahinter, denke ich, ist Panadora Forever Love. Und ja, meine Lieblingsparfümmarke ist Xerjoff. Ich denke, man merkt schon einen Unterschied. Ist klar, natürlich sehr preisintensiv, aber ich persönlich merke da einen Unterschied zu Düften, die jetzt 50, 60 Euro kosten, welche jetzt natürlich auch nicht schlecht sein müssen. Aber durch diesen hohen Duftölanteil, das Parfüm, das hält viel länger. Das ist dieses Silage, also die ist wirklich sehr gut und das erfreut mich dann halt, weil ich achte da schon sehr drauf, immer gut zu riechen und versuche da immer so ein bisschen im Parfüm-Game zu sein. Natürlich bin ich jetzt kein Experte, aber ich denke, klar, kosten halt natürlich mehr, aber ich denke, es ist schon wert, mal so ein teures Parfüm zu haben auf jeden Fall, weil man dann auch nicht so viele Spritzer braucht und man riecht einfach gut. Es ist halt teuer und ich glaube, die etwas billigeren 50 Euro Parfüm sind ja auch, 50 Euro ist ja auch schon viel, können auch nicht schlecht sein, aber ja. Das ist so mein Faible, den ich habe, so gefühlt mein zweites Hobby. Ich denke, ich werde in Zukunft auch nochmal ein Parfüm-Video machen. Ich zeige euch einfach mal meine Sammlung, falls ihr Bock drauf habt. Also ich wurde jetzt schon öfters mal gefragt, was ich so Parfüms benutze, wenn man die mal vielleicht mal im Vlog gesehen hat. Und dann werde ich einfach mal ein Video drehen. Stelle ich euch mal meine Parfümsammlung vor, von teuer bis Normalpreis. Normalpreis sage ich jetzt einfach 50 Euro, was man jetzt auch mal so tragen kann, was jetzt nicht unbedingt schlecht sein soll. Aber ja. So, das war's jetzt hier mit dem Q&A-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen von euch beantworten und ich denke mal nicht, dass es jetzt das letzte Q&A-Video hier sein wird. Ich denke, es wird dann in Zukunft nochmal ein Part 2 geben oder einfach ein neues Video, wenn ihr noch andere Fragen habt. Man kann nie genug wissen über eine Person und schlussendlich suche ich ja die Fragen aus, also könnt ihr alles fragen, was ihr wollt. Wenn es halt zu privat wird oder so, dann nehme ich die halt nicht mit rein. Aber dennoch, ja, vielen lieben Dank jetzt hier fürs Einschalten, fürs Zugucken, natürlich auch fürs Fragen stellen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich gerne über ein Abo auf meinem Kanal freuen, weil in Zukunft werden halt noch weitere Videos kommen. Gerne natürlich auch das Video liken. Ich wünsche euch noch einen schönen Start ins neue Jahr. Ja, und bis dahin. Ciao, ciao, ciao. So, zack.